Ganz am Anfang haben die Ärzte gesagt, sie können froh sein, wenn sie erstmal wieder laufen können. Ich habe von vornherein gesagt, das war's noch nicht, ich komme zurück. Lars Hermann aus Geisenheim ist ein richtiger Kämpfer, nicht nur in sportlicher Hinsicht. Der Fußballer und Stammspieler des TSV Schott Mainz überlebt im Januar einen Autounfall, der durch einen betrunkenen Geisterfahrer verursacht wird. Natürlich bin ich erstmal riesenfroh, überhaupt noch am Leben zu sein. Das muss man einfach so ehrlicherweise sagen. Ich hatte riesen Glück im Unglück mit meinem Auto, dass es ein bisschen größer war und nicht so ein kleines altes Auto, sonst wäre der wahrscheinlich mit seinem Kleinbus einfach mal durch mich gefahren. Der 23-Jährige spielt bereits seit seinem 4. Lebensjahr Fußball. Bei seinem aktuellen Verein TSV Schott Mainz hat er bis zum Unfall kein einziges Spiel der Saison verpasst, war überhaupt noch nie verletzt. Der Fußball, das ist mein Leben. Also ich habe nichts anderes gemacht, außer Fußball zu spielen. Ich komme aus einer Fußballerfamilie. Meine Mutter hat gespielt, mein Vater, mein Opa, mein Bruder. Also alle. Ich bin so groß geworden. Dementsprechend habe ich halt auch schon früh dem Fußball eigentlich alles untergeordnet. Doch am 3. Januar 2022 droht sein Fußballtraum zu platzen. Es ist der erste Arbeitstag im neuen Jahr. Lars Hermann in Mainz bei seinem Verein, wo er auch ein duales Sportökonomiestudium absolviert. Ich habe dann auch meine Jungs getroffen aus der Mannschaft. Wir haben da auch uns einen Vorbereitungsplan bekommen, den wir abtrainieren mussten. Wollten uns dann auch dementsprechend am nächsten Tag zum Kicken ein bisschen treffen. Soweit ist er dann leider nicht gekommen, weil auf der Heimfahrt von der Arbeit ist dann der Unfall passiert. Der Unfall geschieht kurz vor 18 Uhr zwischen Eltville und Kietrich. Ein 51-jähriger Wiesbadener ist mit seinem Mercedes Vito auf der Bundesstraße unterwegs, betrunken und als Geisterfahrer. Erst streift er einen entgegenkommenden Porsche, kracht dann in den Wagen von Lars Hermann. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwann im Auto wieder zu mir gekommen bin. Ich war weg. Die Rettungskräfte mussten mich rausschneiden. Ich war natürlich unter Beruhigungsmitteln, da kann ich mich noch ein bisschen dran erinnern. Und dann halt erst wieder eigentlich im Krankenhaus, wo sie mich für die OPs direkt fertig gemacht haben. Ich hatte einen 3-fachen Kieferbruch, beide Unterarme gebrochen, Oberschenkelknochen gebrochen, Kniescheibe gebrochen und die Patellasehne gerissen. Vom Hochleistungssportler zum Pflegefall. Der 23-Jährige darf das Bett zunächst nicht verlassen, muss 10 Tage lang künstlich ernährt werden. Man hat auch nachher, wo man es erstmal wieder in den Spiegel geguckt hat, schon so einen Schrecken bekommen. Ich habe in der Zeit über 10 Kilo abgenommen, da ich halt wirklich nichts essen durfte, da mein Kiefer wirklich komplett zu war. Ich hatte 4 Schrauben im Mund und einen Draht, damit ich ja auch den Mund nicht öffne oder reden kann. Ja, natürlich, am Anfang denkst du vor allem, warum gerade ich? Aber so darf man gar nicht anfangen. Man hat das Leben nun mal leider nicht selber in der eigenen Hand. Es kann immer irgendwas passieren. Und für mich geht es einfach darum, wieder auf den Platz zu kommen. Ich habe ein großes Ziel, ich möchte wieder Fußball spielen können. Was jetzt mit dem Verursacher ist und alles, da mache ich mir gar keine Gedanken. Das macht meine Anwältin, das macht die Polizei, das macht die Staatsanwaltschaft. Das habe ich nicht in der eigenen Hand. Ich konzentriere mich komplett nur darauf, wieder fit zu werden. Aktuell ist der Fußballer in einer Reha-Einrichtung in Mainz. Erst wieder laufen lernen, dann Muskelaufbau. Er erhält viel mentale Unterstützung von seiner Familie, Freunden und seinem Verein. Und als er endlich wieder eine richtige Mahlzeit essen darf, freut er sich am meisten auf. Ich habe mich sehr auf Omas Schnitzel wieder gefreut. Für viele ist das ein Schnitzel, aber wenn man lange nichts mehr essen konnte und dann das erste Schnitzel von der Oma wieder isst, ist das einfach ein überragendes Gefühl. Ich habe auch gelernt, man soll sich nicht über Sachen ärgern, die man nicht in der eigenen Hand hat, weil es kostet einfach nur unnötig Energie und Herausforderungen gehören ja auch irgendwie zum Leben dazu, sonst wäre es ja auch langweilig und auch so Herausforderungen wächst man ja auch und geht stärker hervor. Wichtig ist halt nur, dass man ein Ziel vor Augen hat, das kann ich nur allen raten, die mal so einen Unfall hatten. Sucht euch ein Ziel, habt ein Ziel vor Augen und gebt alles dafür, dieses Ziel zu erreichen. Sein Ziel ist es, im August oder September wieder auf dem Platz zu stehen und den schlimmsten Tag seines bisherigen Lebens hoffentlich ohne langfristige Folgen überstanden zu haben.